Moinsen! Real Talk, und zwar geht es heute mal um den Vergleich zwischen Kastenwagen und Wohnmobil. Ja, ich will euch nicht langweilen mit den ganzen technischen Spezifikationen, die so ein Wohnmobil oder ein Kastenwagen hat. In meinen Augen ein Riesenunterschied. Ich bin vor 20 Jahren angefangen mit einem Kastenwagen, hatte einen T3, alles super, alles schön. Hab dann irgendwann mal umgeschwenkt auf einen T4, war auch alles wunderbar, war auch alles schön, hat auch Spaß gemacht. Aber, jetzt kommt das große Aber, das ewige Umbauen. Das Bett muss umgebaut werden, dann wird das wieder weggepackt, damit man sitzen kann. Man hat keinen Platz, es gibt so viele Nachteile, die ein Kastenwagen hat, und von daher verstehe ich absolut nicht, warum ist dieser Hashtag Vanlife so mega angesagt und warum wollen alle einen Kastenwagen fahren und einen Kastenwagen haben, obwohl es eigentlich so schön ist, mit einem Wohnmobil unterwegs zu sein. Aber ich kenne den Grund, warum es so ist. Meine Freunde haben mich auch angeguckt und gesagt, ey, du kaufst dir ein Wohnmobil, ein teilintegriertes Wohnmobil, du bist doch keine 60, du kannst doch nicht wie ein 60-Jähriger zum Strand fahren und dann Kitesurfen gehen. Und dann sage ich, ey, Gottverdammt, warum nicht? Ich will doch Lebensqualität vor Ort haben. Mir ist schon klar, dass ein Kastenwagen schneller auf der Autobahn ist, wendiger ist, in der Stadt einfacher zu manövrieren ist. Fahre ich mit dem Wohnmobil in die Stadt? Na, natürlich nicht. Ich fahre mit dem Wohnmobil ans Wasser. Und wenn ich mit dem Wohnmobil ans Wasser fahre, dann habe ich da doch einen viel höheren Qualitätsfaktor. Und darum geht es im Grunde auch, und das sollte eigentlich jeder bedenken. Ein Kastenwagen ist eine tolle Sache, wenn ich in die Stadt fahren will, mir eine Stadt anschauen will. Ich kann auf jedem x-beliebigen Parkplatz stehen. Aber das Ganze ist ein Kompromiss, und dieser Kompromiss, der geht ganz klar auf die Qualität vor Ort. Was war mir wichtig? Ich will anständig schlafen. Ich bin 1,95 Meter groß. Und ich habe auch Wohnmobile als Querschläfer getestet, aber meistens sind die Fahrzeuge ja innen drin 2,20 Meter breit. 2,20 Meter breit hört sich erstmal viel an, aber dann ist ja noch, an den Wänden ist ja letztendlich noch ein bisschen Innenverkleidung. Und Querschlafen geht gar nicht. Außerdem muss der Partner dann, wenn er nachts mal hoch will, über einen rüberklettern. Also war für mich das erste und wichtigste Kriterium ein Linksschläferbett, also in Fahrtrichtung, nicht querschlafen, sondern längs. Ist für mich elementar. Mein Bett jetzt ist 2 Meter lang und das reicht mal gerade so eben. Ja, was ist für mich noch wichtig? Ich will Sachen mitnehmen. Ich will vor Ort eine schöne Zeit verbringen, und da will ich nicht auf das Kite-Material verzichten, ich will nicht auf die Fahrräder verzichten. Da muss ich Getränke mitnehmen, ich will meinen Grill mitnehmen. Ich habe einiges an Ladung, die ich im Kastenwagen überhaupt nicht unterbringen kann. Also Leute, macht euch wirklich Gedanken, ob ein Kastenwagen das Richtige ist. Dann kommen wir hinzu, diese Tür, diese Aufbautür. Also in einem Wohnmobil habe ich eine richtige Tür, die mache ich auf, gehe raus, mache sie zu, bupp, wunderbar. Aber diese Schiebetür im Kastenwagen, die ist ja nun einfach wirklich riesig. Gerade jetzt im Sommer. Man will abends ins Bett gehen, reißt diese Schiebetür auf und 1,20 Meter, 1,40 Meter, keine Ahnung wie weit die aufgehen, dann nimmt man mal gleich ein paar Mücken mit rein. Muss das sein? Dann ist doch lieber eine Aufbautür, eine kleine Aufbautür von einem Wohnmobil irgendwie auch entspannt. Ja, schaut man sich einfach mal die Kosten an. Ein Kastenwagen kostet neu 50.000, 60.000 Euro. Das sieht aber beim Wohnmobil genau gleich aus. Das heißt, beide Sparten, beide Fahrzeuge kosten ungefähr gleich viel, aber bieten überhaupt nicht das Gleiche. Weil ein Wohnmobil ist mal innen drin mal entspannte 20, 25 cm breiter. Hört sich jetzt erstmal nicht viel an, ja okay, das ist so ein Stück. Aber wenn man da drinnen sitzt, dann ist das ein himmelweiter Unterschied. Ich natürlich verstehen kann, ja, Wohnmobil, die meisten Leute sitzen eh draußen, das Wohnzimmer ist ja vorm Fahrzeug, ja, ist richtig. Aber was ist denn mal, wenn es regnet? Was ist denn mal, wenn schlechtes Wetter ist? Da muss man rein. Und wenn man dann zu viert in den Kastenwagen sitzt, dann wird das schon richtig eng. Zu viert in einem Wohnmobil, easy. Es gibt im Grunde nur ein Argument, was wirklich absolut für einen Kastenwagen spricht. Und zwar, man hat kein weiteres Fahrzeug. Das muss noch einigermaßen alltagstauglich sein.
Das schaffe ich natürlich mit dem Kastenwagen. Das haut mit dem Wohnmobil nicht wirklich hin. Ein Wohnmobil ist dann irgendwie 6,50 lang oder 6,80 oder wie auch immer. Das kann ich natürlich nicht für den Alltag gebrauchen. Und ein Kastenwagen ist dann, weiß ich nicht, 5,50 oder 5,80 lang. Wir waren letztens irgendwie am Strand, da war Multivan VW, also der klassische Bulli. Ja, der Bulli ist ein Bulli, das ist schon klar. Das ist natürlich auch Hashtag Vanlife und ist geil und das ist alles toll. Aber für einen Bulli 80.000 Euro auszugeben, wo eigentlich nichts drin ist. Natürlich ist da eine Heizung drin, da ist eine Küchenzeile drin, aber das war's. Für 80.000 Euro gibt es Wohnmobile, da ist schon eine Photovoltaik auf dem Dach, der hat eine Duo Control, der hat Fernseher, der hat Rückfahrkamera, der hat was weiß ich was alles. Und das Ding bietet viel, viel mehr Komfort im Ganzen. Und will ich das letztendlich alles aufgeben, nur damit ich Hashtag Vanlife leben kann? Hang loose, Leute. Das ist lässiger, wenn man mit einem Kastenwagen unterwegs ist und nicht mit dem Wohnmobil. Ja, Wohnmobile fahren nur Rentner und Wohnmobile fahren nur 60-Jährige. Ganz im Ernst, ich bin kein Rentner. Ich will einfach nur Qualität vor Ort haben. Und nicht auf der Straße, auf dem Weg dahin, sondern mein Urlaub oder meine Freetime, die findet statt am Wochenende, wenn ich am Strand stehe und nicht auf dem Weg dahin. Sowieso, wenn mich Freunde fragen, ja, was empfiehlst du denn? Das ist ja schon mal in einem anderen Video gesagt, wenn ich 2 Wochen vor Ort sein will, dann kaufe ich mir einen Wohnwagen, fahre auf den Campingplatz, lasse die Kiste da stehen, fahre mit dem Auto die Gegend ab, gucke mir das alles an, alles wunderbar. Wenn ich eher einen Roadtrip machen will, dann nehme ich mir ein Wohnmobil. Wenn ich sage, okay, ich habe gar keinen Bock auf am Strand stehen, ich will auf jeden Fall in eine Großstadt fahren und will mir Großstädte anschauen, dann kann ich es vielleicht verstehen, dass man sagt, okay, dann ist das nicht wichtig, dass man es gemütlich hat in einem Wohnmobil, dann kann ich auch einen Kastenwagen nehmen. Empfehlung ist von mir ganz klar, leiht euch ein Fahrzeug aus. Mir aus fangt ihr mit dem Kastenwagen an, leiht euch den aus, guckt euch das an, fahrt in die Großstadt, fahrt ans Wasser, gefällt euch das. Danach leiht ihr euch ein teilintegriertes Wohnmobil aus und probiert aus, wie das ist. Und im schlimmsten Fall muss ich auch sagen, ich saß auf der Messe auch schon mal in einem voll integrierten. Das ist natürlich sehr befremdlich, das muss man einfach sagen. Ein voll integrierter, da denkt man wirklich, boah, der ist nicht ab 60, der ist jetzt sogar ab 80. Aber das Raumgefühl ist krass. Also das ist schon echt nicht schlecht. Aber da habe ich dann tatsächlich auch gesagt, nee, okay, jetzt wagst du erstmal nur den Schritt vom Kastenwagen aufs Wohnmobil. Das war schon heftig genug. Aber letztendlich soll uns das doch scheißegal sein, was andere Menschen über uns denken. Hauptsache, wir fühlen uns wohl. Und darum geht es im Grunde. Ja, ich glaube, das reicht für heute erstmal. Das war ja erstmal jetzt genug. Testet das aus, gebt dem Ganzen mal eine Chance, ich habe es auch gemacht und entscheidet dann selbst, ob das Richtige ist. Also, ich bin erstmal raus, bis zum nächsten Mal.